IEF Werner, Ihr Spezialist für raffinierte Automatisierungslösungen und anspruchsvolle Handhabungsaufgaben. In diesem Video zeigen wir den Austausch des Antriebssatzes an einer Riemenachse. Achtung! Dieses Video ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Bereiten Sie das Produkt entsprechend für Wartungsarbeiten vor. An einigen Stellen ist es sinnvoll, eine zweite Person zur Unterstützung hinzuzuziehen. Warnung: Machen Sie alle relevanten Maschinenteile stromlos. Es besteht schwere Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung. Achtung! Im energielosen Zustand können bewegliche Teile unkontrolliert in die untere Endlage fahren bzw. herabfallen. Verletzungsgefahr durch Quetschen oder Stoßen. Außerdem besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen am Motorgehäuse und angrenzenden Baugruppen. Und während der Demontage Verletzungsgefahr durch herabfallende Komponenten. Entfernen Sie die beiden Senkschrauben und lösen den Riemengetriebedeckel. Der Einschubdeckel kann jetzt herausgezogen werden. Lösen Sie nun die Zylinderschrauben, die den Motor bzw. das Getriebe befestigen. Halten Sie den Motor bzw. das Getriebe dabei fest. Zur Sicherheit ist es sinnvoll, hier eine zweite Person zur Unterstützung hinzuzuziehen. Über Langlöcher im Gehäuse bewegt sich der Antrieb und der Zahnriemen wird zwischen den Zahnscheiben entlastet. Entnehmen Sie den Zahnriemen. Jetzt lösen Sie alle 4 Schrauben des Spannsatzes. Nur eine wird komplett herausgeschraubt. Diese in das danebenliegende Gewinde einschrauben, bis es knackt. Die Zahnscheibe ist nun gelöst und kann abgenommen werden. Montieren Sie die herausgenommene Schraube wieder in die ursprüngliche Bohrung zurück. Nachdem die Zahnscheibe entfernt wurde, sind die Schrauben für das Riemengetriebegehäuse zugänglich. Entfernen Sie diese. Halten Sie dabei den Motor bzw. das Getriebe gut fest, um ein Herunterfallen zu verhindern. Auch hier hilft eine zweite Person. Als nächstes die Schrauben und den Gehäusedeckel entfernen. Um hier den Riemen zu entspannen und aus dem Schlitten herausziehen zu können, entfernen Sie die beiden Schrauben am Druckstück, den Riemen zurückschlagen. Achtung! Druckstück und Zahnsegment können herunterfallen. Antriebseinheit tauschen. Hierbei darauf achten, dass die Stützscheibe, die zur Abstützung des Lagers dient, nicht herausfällt. Den Zahnriemen in das Zahnsegment einsetzen und unter den Schlitten schieben. Druckstücke des Schlittens auf den beiden Seiten bis an den Anschlag andrücken und festschrauben. Tipp: Druckstück und Zahnsegment können zur einfacheren Handhabung mit einem dünnen Klebeband fixiert werden. Achtung, die Schrauben dürfen nicht so lang sein. Verdrehen Sie nicht die Sicherungsschrauben. Die Riemenspannung wird werksseitig voreingestellt. Verschließen Sie das Umlenkgehäuse mit dem Gehäusedeckel. Dann montieren Sie das Riemengetriebegehäuse mit dem Motor bzw. dem Getriebe wieder, befestigen die Zahnscheibe über den Spannsatz und legen den Riemen für das Riemengetriebe ein. Unterstützung durch eine weitere Person kann dabei hilfreich sein. Spannen Sie danach mit Hilfe des Motors bzw. des Getriebes den Riemen und ziehen die Zylinderschrauben wieder fest. Die Riemenspannung sollte für Wellen ab einem Durchmesser von 11 mm aufwärts einen Wert von ca. 150 Newton betragen. Beachten Sie gegebenenfalls die Werte der Motor- bzw. Getriebehersteller. Schieben Sie anschließend den Einschubdeckel zurück und verschließen das Riemengetriebe mit dem Riemengetriebedeckel. Konnten wir Ihnen nützliche Hinweise geben? Dann kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.